Das ist mein neuester Siebdruck, ein Chamäleon, zweifarbig im Siebdruckverfahren gedruckt. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich das zu Hause gemacht habe, selber mit meinen eigenen 2 Händen und einem Gerät wie diesem hier, dann bleibt dran. Das zeige ich euch nämlich jetzt. Und hier ist die Schablone, mit der ich gleich drucken werde. Ich habe das Motiv in 2 Farben aufgeteilt und auf mein Sieb belichtet. So, was brauche ich noch? Farben für den Papierdruck. In meinem Fall sind das wasserbasierte Farben. Beim Mehrfachdruck fängt man mit der helleren Farbe an und schließt dann mit der dunkelsten ab. Diese Farben kaufe ich übrigens beim Siebdruckversand. Ein Rakel, mittlerer Härtegrad. Ach nee, es heißt eine Rakel, feminin. Farbspachtel zum Auftragen der Farbe. Siebklebeband zum Abkleben offener Stellen im Sieb. Wenn mal Farbe an die Hände kommt, sind Babyfeuchttücher super zum Saubermachen. Sprühkleber. Für diesen Druck habe ich mir 250 Gramm Fabriano Druckpapier auf DIN A4 zurechtgeschnitten. Let's go! Damit die Papiere später exakt unter dem Motiv liegen, richte ich die Position aus. Dafür habe ich Passermarken im Design angelegt. Eine Folie mit dem ausgedruckten Motiv platziere ich unter dem Sieb. Da das Sieb leicht transparent ist, kann ich die Passermarken auf der Folie gut an den Passermarken auf dem Sieb ausrichten. Und diese Position fixiere ich jetzt mit 3 Anlegemarken aus Papier. Jetzt kommt meine Lieblingsstelle, das Abkleben der Ränder. Weil die gelben Stellen, da würde ja nachher Farbe durchkommen und das will ich nicht und deswegen klebe ich die ab. Und leider verhedder ich mich auch ständig mit diesem Klebeband. Ein praktischer Rakelhalter. Und bei einem längeren Rakel brauche ich auch noch einen für die andere Seite. Allerdings hatte ich keinen mehr, also nehme ich das Ding hier vom Baumarkt. Funktioniert gut. Beim Aufmachen dieser Farbtöpfe breche ich mir regelmäßig die Fingernägel ab. Boah, ich finde, die Farbe sieht immer so voll lecker cremig aus. Und davon kommt jetzt ordentlich was aufs Sieb, oberhalb des Motivs. Gedruckt wird noch nicht, aber ich flute schon mal das Motiv mit der Farbe. Und lege ein Papier unter das Sieb. Stopp. Ich habe vergessen, wann ich den Sprühkleber genau einsetze in dem Druckvorgang. Wenn ich das Papier unter das Sieb lege und dann drucke, würde es sonst am Sieb kleben bleiben. Und wenn ich aber vorher eine dünne Schicht Sprühkleber auf das Brett sprühe, dann bleiben die Papiere haften. Wie ich das mache? Eine dünne Schicht. Und danach kann ich das Papier drunter legen. So, und jetzt wird gerakelt. Bei der hellen Farbe mache ich das 2-mal hintereinander. Und wie ihr sehen könnt, flute ich jetzt im Anschluss nochmal das Sieb, damit das alles schön fresh bleibt und die Farbe nicht eintrocknet. Ich hau jetzt noch so 30, 40 Drucke raus, weil am Ende ja nicht jeder was wird. Und so ein bisschen Ausschuss gehört halt dazu. Bei mir auf jeden Fall. Die pinken Drucke sind fertig und müssen jetzt noch etwas trocknen. Und in der Zwischenzeit wasche ich mal das Sieb aus. Und weiter geht's. Das Sieb ist trocken und sauber. Ich drehe es einmal um und mache das Ganze nochmal mit dem Abkleben. Black as midnight on a moonless night. Das hier ist eine transparente PVC-Folie, die habe ich beim Modulor geholt und damit kann ich die zweite Farbe besser registrieren. Wir klatschen wieder ordentlich Farbe auf das Sieb, heben das Sieb leicht an, fluten. Sieb runter und mit Anpressdruck rakeln. Sieb hoch, fluten. Da sich die Wasserfarben gut von der PVC-Folie abwaschen lassen, kann man die Folie einfach wiederverwenden. Ich schiebe den Einrichtebogen mit den Passermarken vom ersten Druck unter die Folie und versuche das Ganze passgenau zu registrieren. Die Passermarken werde ich im Anschluss am Sieb abkleben, damit sie nicht mehr mitgedruckt werden. Bei der Registrierung hier komme ich immer ganz schön ins Schwitzen, weil ich Angst habe, dass die wasserbasierte Farbe oben im Sieb eintrocknet. Denn es vergeht immer ein bisschen Zeit, bis ich die Passermarken genau übereinander geschoben habe. Jetzt klebe ich wieder meine 3 Anlegemarken auf das Brett. Und weiter geht's. Fluten, rakeln, fluten. Das sieht doch schon mal gut aus, oder?
So, das war es auch schon mit der Drucksession. Eine Sache noch, die ich ganz cool finde, und zwar das Neon Pink hier. Das leuchtet ziemlich cool unter Schwarzlicht und das will ich euch noch mal kurz zeigen. Ich mache nur schnell das Licht aus. Wenn ihr das Video cool fandet, könnt ihr auch gerne noch mein anderes Video sehen, wo ich zeige, wie ich einen Siebdruckrahmen beschichte und belichte mit einem Motiv von mir, damit ich das dann auch später drucken kann. Bis dahin erstmal danke fürs Gucken. Falls es irgendwas in dem Video gab, was ich nicht besonders gut erklärt habe, was sehr gut sein kann, lasst es mich bitte wissen. Ich beantworte das gerne und vielleicht habt ihr auch irgendwelche Tipps und Tricks, wie ihr das vielleicht selber besser macht im Do-it-yourself-Setting. Und ja, ich bin da offen für alles. Ich mache das ja auch selber noch nicht so lange. Aber ja, ich bin für Austausch ready.